Lernst du Deutsch, aber wirst nicht besser? Ich verstehe dich, weil mir ging es auch so. Heute spreche ich 5 Sprachen. Und ich will dir zeigen, wie ich von A2 zu C1 gekommen bin, mit ein paar einfachen Tricks. Aber ich sage dir auch, was du besser nicht machen solltest. Wenn dich das interessiert, hör gut zu. Wenn du auf B1 oder B2 bist, besonders B2, ist das für dich wichtig. Du brauchst keine neuen Karteikarten. Du musst keine Vokabellisten mehr lernen. Du musst auch keine neuen Grammatikregeln mehr lernen. Wahrscheinlich hast du schon alle Regeln gesehen. Du brauchst sie nicht mehr. Dein Problem ist nicht dein Wissen. Dein Problem ist, wie du das Wissen benutzt. Das war meine größte Veränderung, als ich Deutsch gelernt habe. Ich musste aufhören, Deutsch nur als Fach zu sehen. Ich musste anfangen, Deutsch zu leben. Denn auswendig lernen macht dich nicht fließend. Du musst die Sprache leben. Das heißt, umgib dich mit Deutsch. Mit echtem Deutsch. Nicht nur mit Büchern für Lernende. Höre Musik, schau Filme, lies Texte für Muttersprachler und mach das jeden Tag. Nicht nur einmal pro Woche. Der beste Teil ist, du merkst gar nicht, wann es passiert. Irgendwann hörst du auf zu übersetzen. Du verstehst einfach mehr. Du lernst Wörter im Zusammenhang. Alles wird natürlicher. Ich erinnere mich an eine Situation in der Schule. Mein Lehrer fragte mich, warum hast du diese Zeit benutzt? Ich wusste es nicht. Es klang einfach richtig. Das war, weil ich jeden Tag Deutsch hörte. Alles fühlte sich normal an. Ich brauchte keine Regeln mehr, um richtig zu sprechen. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Sie hat alles für mich verändert. Ich war 13 oder 14. In der Schule lernte ich Deutsch. Aber du kennst das. Man macht langweilige Übungen. Man lernt Listen. Aber man spricht nicht. Ich war Teenager. Ich wollte nur am Handy sein. Vor allem wollte ich YouTube schauen. Meine Mutter war dagegen. Sie sagte, entweder schaust du alles auf Deutsch oder du gibst mir dein Handy. Für mich war klar, mein Handy wollte ich behalten. Auch schaute ich alles auf Deutsch. Dieses Ultimatum hat mein Leben verändert. Es ist der Grund, warum ich heute Deutsch spreche. Am Anfang war es schwer. Ich verstand fast nichts. Aber ich wollte YouTube sehen. Auch blieb ich dran. Ich weiß nicht, warum es so funktioniert, aber es fühlt sich wie Zauberei an. Mit der Zeit erkannte ich Wörter. Ich verstand immer mehr. Plötzlich merkte ich, dass ich fast alles verstand. Ich fragte mich, wie ist das passiert? Das ist die Kraft von Input. Wenn du dein Gehirn mit echter Sprache fütterst, kommt die Veränderung fast von allein. Wichtig ist, zwing dich nicht zu Dingen, die dich nicht interessieren. Viele sagen, du sollst mit Kindersendungen anfangen. Ich finde das nicht gut. Wenn du erwachsen bist, langweilt dich das nur. Zumindest ist es bei mir so. Ich mag keine Zeichentrickfilme, deshalb sage ich, wähle etwas, das dich wirklich interessiert. Als ich 13 oder 14 war, mochte ich Make-up. Der Grund, warum ich heute Deutsch spreche, sind deshalb Beauty-Videos auf YouTube. Es klingt lustig, aber es ist wahr. Diese Videos haben mir Deutsch beigebracht. Dinge zu schauen, die du liebst, hat viele Vorteile. Du bleibst motiviert. Du lernst Wörter, die wichtig sind für dein Leben, deine Hobbys, deine Arbeit. Du lernst auch, wie Menschen wirklich sprechen. Du hörst den Rhythmus der Sprache. Du hörst den Tonfall. Du hörst auch Witze
oder kleine Wörter, die in Schulbüchern fehlen. Du solltest diese Wörter nicht zu oft benutzen. Aber es ist gut, sie zu kennen. Was ich dir empfehle, sind Untertitel. Heute gibt es sie sogar auf YouTube. Auch auf Netflix oder anderen Plattformen ist das leicht. Wichtig ist die richtige Reihenfolge. Zuerst schaust du auf Deutsch mit Untertiteln in deiner Sprache. Nach ein paar Wochen wechselst du zu Untertiteln in Deutsch. Danach probierst du es ohne Untertitel. Ich arbeite mit einem Mädchen, das fließend Deutsch sprechen will. Sie tat genau das. Sie schaute alles auf Deutsch. Zuerst mit Untertiteln in Polnisch, dann mit Untertiteln in Deutsch. Und jetzt schaut sie ohne Untertitel. Sie ist 10 Jahre alt. Sie versteht schon ganze Filme auf Deutsch. Das ist toll. Also du hast dein Denken geändert. Du umgibst dich mit Deutsch. Jetzt musst du die Sprache auch benutzen. Schreib deine Einkaufsliste auf Deutsch. Schreib dein Tagebuch auf Deutsch. Auch wenn du Fehler machst, das ist in Ordnung. Du kannst fast alles in Deutsch machen. Wenn du ein Rezept suchst, suche es auf Deutsch. Wenn du denkst, versuche es auf Deutsch zu denken. Je mehr du Deutsch zu deiner Standardsprache machst, desto natürlicher wird es. Dein Gehirn passt sich schnell an. Nun kommen wir zu einem neuen Thema. Wir wollen von passiven zu aktiven Fähigkeiten gehen. Du kennst sicher den Satz: Ich verstehe alles, aber ich kann nicht sprechen. So geht es vielen, die auf Mittelstufe sind. Mir auch. Ich lerne Spanisch und Russisch. Ich verstehe viel. Aber wenn ich sprechen soll, fehlen mir Wörter. Ich verstehe zwar alles, aber ich kann keine Sätze bilden. Es gibt 2 Arten von Wortschatz. Passiver Wortschatz sind Wörter, die du verstehst. Aktiver Wortschatz sind Wörter, die du benutzt, wenn du sprichst oder schreibst. Auf Mittelstufe ist der passive Wortschatz viel größer. Deshalb brauchen wir nicht immer neue Wörter. Wir müssen bekannte Wörter aktiv machen. Das geht durch Sprechen und Schreiben. Lass uns mit Sprechen anfangen. Denn Sprechen macht den meisten Angst. Beim Sprechen hast du keine Zeit zum Nachdenken. Beim Sprechen kannst du nicht zurückgehen und etwas ändern. Viele haben Angst, dass andere sie bewerten. Das ist normal. Ich habe ein Video gemacht, wie man mit dem Sprechen anfängt. Hier sage ich nur kurz etwas dazu. Meine liebsten Methoden sind Shadowing und sich selbst aufnehmen. Das hat mir bei Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch sehr geholfen. Beim Sprechen musst du durch eine komische Phase gehen. Es gibt keinen schnellen Trick, aber es wird schneller leichter, als du denkst. Jetzt zum Schreiben. Schreiben ist ein starkes Werkzeug. Es hilft dir, aktiv zu werden, wenn du beim Sprechen noch Angst hast. Du hast mehr Zeit. Du kannst Wörter ausprobieren. Du kannst dich selbst verbessern. Eine einfache Übung ist Tagebuch schreiben. Du musst keine ganze Seite schreiben. Ein kurzer Absatz reicht. Schreibe über deinen Tag, deine Ziele oder Dinge, für die du dankbar bist. Wenn du einen Film schaust oder ein Buch liest, schreibe eine kurze Meinung oder Zusammenfassung. Es muss nicht lang sein. Schon wenige Sätze helfen deinem Gehirn. So wird passiver Wortschatz aktiv. Und jetzt mein Favorit. Lesen. Lesen bringt dich von Mittelstufe zu fließend.
Wenn du C1 oder C2 erreichen willst, lies viel. Bücher und Artikel nutzen andere Wörter als Alltagssprache. Wörter wie faszinierend oder makellos hörst du selten im Gespräch. Aber du findest sie in Texten. Wenn du mehr, bessere Wörter lernen willst, besonders Adjektive, dann lies. So lernst du auch schöne Grammatik und gute Formulierungen. Du musst keine schweren Klassiker lesen. Lies Themen, die dich interessieren. Wenn du das Thema magst, lernst du viel schneller. Blogs, Technik, Reisen, Wissenschaft, alles ist gut. Übersetze nicht jedes neue Wort. Das macht dich langsam. Verstehe lieber aus dem Zusammenhang. Wenn ein Wort oft vorkommt, dann schlage es nach. Das ist meine Regel. Aber meistens lese ich einfach und verstehe aus dem Kontext. Wenn ich nicht alles verstehe, ist das kein Problem. Ich lerne trotzdem viel. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Schreib in die Kommentare, welche Sprache du lernst und welche Methode du zuerst probierst. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.